Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, zusammen zum Tagesorakel. Heute ist Sonntag. Ihr habt ja bestimmt schon mitgekriegt, dass ich mir vorbehalten habe, immer sonntags das Sonntagsbonbon einzustellen. Das seht ihr dann immer ab 15 Uhr. Mal eine kleine besondere Legung. Heute Mittag sind es die Highlights für euer Element, wo ihr auch natürlich euer Sternzeichen drunter findet. Welches Element ist, steht in der Legung drin. Da wünsche ich euch viel Spaß damit. So, jetzt habe ich die Intuitionskarten von Martin Zoller am Start und wir gucken, was die uns heute so mitgeben. Für die einen oder anderen kann es gut sein, dass uns der Wind der Vergangenheit um die Ohren bläst, in irgendeiner Situation. Und ich habe auch eine genauere Situation. Es geht um etwas, wo dich jemand nicht so behandelt hat, wie es dir gebührt. Und genau diese Situation scheint es hier in dir zu wirken heute. Oder auch die Tage. Es heißt zwar Tagesbotschaft, aber es ist ja immer eine kollektive Sache, die hier ansteht. Und hier wird gesagt, versuche mal in der Meditation noch nach Antworten zu suchen, wie du über diesen Punkt drüber kommst, denn irgendwie sieht es so aus, als wäre hier auch eine Phase zu sehen, in der du irgendwie trauerst, ja. Es ist etwas, das aus der Vergangenheit definitiv kommt, das sehen wir hier oben, und es ist eine Situation, wo dich egal wer nicht so behandelt hat, wie es dir gebührt. Ich gucke heute mal mit den Seherkarten, um was es hier speziell gehen könnte. Ich denke, der ein oder andere weiß genau, um was es geht, denn sowas haben wir alle schon erlebt. Eine tiefe Verletzung, eine Situation, wo man vielleicht auch vom Leben nicht das gekriegt hat, was man erwartet hat. Ja, und da kann sein, dass sich etwas gezeigt hat, bei dem es einen Konflikt gab, einen Streit. Vielleicht ging es darum, dass dir jemand, ja, hier sieht man jetzt das Geld, das weggenommen wird, oder der Gedanke, dass es einen Streit gibt, eine Auseinandersetzung um das Thema Geld, kann natürlich auch alles andere sein. Der eine meint recht, der andere meint, er hat recht. Das Außen wirkt noch sehr mit drauf ein. Hier mit dem Außen, ne? Und hier die Meditation. Such mal nicht so sehr im Außen nach der Antwort. Was kriegen wir noch für diese Situation? Es geht vielleicht um den Bereich der Kommunikation, verbaler Kampf, verbale Verletzung. Vielleicht wartest du auch auf irgendeine Nachricht, die dir hier so eine Art Aussöhnung mitbringt. Und vielleicht ging es hier auch um etwas, wo etwas ans Licht kam, wo irgendein Geheimnis sich gelüftet hat, irgendetwas Unausgesprochenes zu einem Konflikt geführt hat. Das mag auch sein, ne? Jetzt ist es so, dass dir wahrscheinlich die Auflösung der Situation nicht ganz klar ist, denn die Papyrusrolle, die ist hier noch geschlossen. Sie wird vom Mond bescheint, das heißt hier auch, ja, sind Ängste, hier ist irgendwas im Unterbewusstsein, was richtig sitzt, ja. Und es geht hier darum, wieder in Beziehung zu kommen, ne? Hier unten haben wir den Tod und die Trauer. Das heißt, die Trauer darf auch irgendwann beendet werden. Vielleicht geht es auch um ein Thema Verlust aus der Vergangenheit, möglicherweise hier auch im Punkt der Partnerschaft oder in der Verbindung zu jemand ganz Speziellem. Okay, und jetzt wird es schon wieder ein bisschen klarer. Irgendwo scheinst du schon einen Absprung gemacht zu haben von diesem Thema. Und du weißt jetzt noch nicht ganz, wo du landest. Sind so die Situationen,
Da ist man weder Fisch noch Fleisch. Ne? Man spürt, dass man eigentlich schon weiter ist und dass man den Absprung schon gewagt hat. Aber wo genau man ankommt, das ist hier noch nicht so richtig zu spüren. Und ich glaube, da drin liegt aber die Antwort. Das heißt praktisch, hüpfe aus der Situation raus, betrete neuen Boden. Öffne die Wunde auch nicht immer wieder selbst. Ich meine, im Prinzip geht es ja ganz schnell, ne? Du fühlst dich gut, irgendjemand, irgendetwas, irgendein kleiner Trigger reicht, um an Situationen erinnert zu werden und dann geht die Maschinerie los, ne? Und wenn man nicht aufpasst, verfällt man da ganz schnell in alte Muster auch wieder und man verfällt vielleicht auch da hinein, wo es neblig ist, wo man wieder den Ausweg nicht sieht, wo man sich auch verlaufen könnte, wo man etwas verblendet, etwas anders sieht, als es wirklich ist. Und hier liegt wirklich, dass du in der Meditation die Auflösung darin findest. Und unten hast du noch das Einhorn. Das Einhorn ist in diesem Deck die absolute Glückskarte. Also wenn du hier springst, abspringst, aus der Situation raus, gehst, mutig bist, einen ersten Schritt wagst, hast du unten im Thema hier die Glückskarte mit dabei. Wunderbar. Was sagen die Antworten der Engel zu dieser Situation? Upsala. Genau, schlage eine neue Richtung ein. Ne? Hier sieht man einen Irrweg, hier sieht man irgendwie, dass man auch verbindlich an den Dingen so gedanklich festhält, immer wieder daran erinnert wird. Und der Frosch und die neue Richtung, das sind eigentlich zwei identische Aussagen. Versuche mal etwas anders zu machen als sonst. Wenn es kommt, lass es auch bewusst wieder ziehen. Und vielleicht ist es hier auch wichtig, wenn wir hier Streit oder Konflikt haben und dich etwas mit Trauer verstimmt oder ja, wenn Trauer etwas in dein Leben bringt, das dir schlechte Gefühle bringt. Man darf trauern, um das geht es gar nicht, aber es geht halt darum, dass alles auch mal ein Ende hat und man hier versuchen kann, einen Weg daraus zu finden. Was bisher vielleicht noch nicht so richtig gelungen ist, weil man die Dinge immer wieder gleich handelt. Hier ist eine Möglichkeit, eine Hilfestellung, die sagt dir, drück dich mal klar aus. Also das, was in dir schlummert oder wo du vielleicht auch sagst, das sage ich keinem, das kann ich keinem sagen, das will niemand hören. Da haben wir die Nachricht, ne? Trag es nicht so wie ein Schweigegelübde mit dir rum, sprich es aus. Vielleicht ist das die Möglichkeit, die für dich auch gut zu machen wäre. Und dein Glaube ist ganz wichtig. Der Glaube daran, dass sich Dinge zum Besseren wandeln können in dieser Situation. Für dich zum Besseren. Guck mal, für dich zum Besseren. Und dann kommt, die Situation wird sich verbessern. Unten haben wir noch den Weg in die Fülle, was hier ziemlich genau diesem Einhorn-Gedanken auch entspricht. Ich lasse jetzt mal noch einen Glücksimpuls hüpfen und dann würde ich sagen, wir lassen das so stehen, weil das ist schon wieder sehr gehaltvoll. Und der Glücksimpuls heißt, Gott sei Dank, du kannst jetzt aufatmen. Also man schafft es da raus, es wird Erleichterung kommen, der Wind der Vergangenheit, den hört man, den sieht man, den spürt man, aber man lässt sich nicht mehr so tief reinfallen, weil man irgendwie schon einen Schritt weiter ist. Oder man hat hier den Hinweis auch, wie es kommt. Ne? Beispielsweise, du ärgerst dich immer wieder über bestimmte Dinge von einer bestimmten Person, die sich dir gegenüber nicht gerecht verhält oder dich nicht so behandelt, dann hast du eben hier den Hinweis auch in die Karten, mal Tacheles zu sprechen, auszudrücken, worum es geht, anstatt zu sagen, ach, der oder die oder das ärgert mich aber auch ständig. Ne? Sind ja immer zwei. Der eine, der dich ärgert, wenn es denn eine Person ist,
oder die Situation und du, der entscheidet, wie gehe ich damit um. Ihr Lieben, vergesst nicht, heute Mittag, 15 Uhr, die Highlights für eure Sternzeichen abzuholen. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich drücke euch. Bis bald.